Kennst du deine Leber eigentlich? Möchtest du mehr über ihre Anatomie, Aufgaben und Funktionen in deinem Körper erfahren? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Wo befindet sich deine Leber eigentlich? Die Leber befindet sich im oberen rechten Teil deiner Bauchhöhle, unter dem Zwerchfell und über deinem Magen, deiner rechten Niere und deinem Darm. Welche Form hat die Leber und wie viel wiegt sie? Sie wiegt ca. 3 Pfund. Die Leber hat die Form eines Kegels und zeigt sich in dunkelrotbrauner Farbe. Außerdem besteht sie aus 2 Hauptlappen, die wiederum aus 8 Teilen bestehen, welche sich aus 1000 Läppchen zusammensetzen. Es gibt 2 verschiedene Quellen, die deine Leber mit Blut versorgen. Sauerstoffreiches Blut fließt aus der Leberarterie ein und nährstoffreiches Blut fließt aus der Leberpfortader dazu. Aber welche Funktionen und Aufgaben erfüllt deine Leber nun für dich? Die Leber reguliert die meisten chemischen Spiegel im Blut und scheidet ein Produkt namens Galle aus. Zu deiner Leber gehört als Partner das Organ die Gallenblase. Der Hauptgallengang transportiert die von den Leberzellen gebildete Galle über den Hauptgallengang in die Gallenblase und deinen 12-Fingerdarm. Das ist der erste Teil deines Dünndarms. Galle wird von deiner Leber gebildet und in deiner Gallenblase gespeichert. Sie ist wichtig, damit du fettlösliche Vitamine wie Vitamin A, E, D und K absorbieren und verarbeiten kannst. Abfallstoffe werden durch sie abzutransportiert und Fette im Dünndarm während der Verdauung abgebaut. Das gesamte Blut, das Magen und Darm verlässt, fließt durch deine Leber, welche dann das Blut verarbeitet. Außerdem spaltet, balanciert und erzeugt sie Nährstoffe und verstoffwechselt auch Giftstoffe und Medikamente. Deine Leber erfüllt bis zu 500 lebenswichtige Funktionen in deinem Körper. Dazu zählen unter anderem die folgenden: Herstellung von bestimmten Proteinen für die Bildung von Blutplasma, Produktion von Cholesterin und speziellen Proteinen, um Fette effektiv durch den Körper zu transportieren. Überschüssige Glucose wird in Glykogen umgewandelt und gespeichert. Glykogen kann später wieder in Glucose für die Energiegewinnung genutzt werden. Regulierung des Blutspiegels von Aminosäuren, die die Bausteine von Proteinen bilden. Verarbeitung von Hämoglobin zur Nutzung seines Eisengehalts. Deine Leber speichert übrigens Eisen. Umwandlung von giftigem Ammoniak in Harnstoff. Gut zu wissen, Harnstoff ist ein Endprodukt des Eiweißstoffwechsels und wird mit deinem Urin ausgeschieden. Hergestellte Immunfaktoren, wären Infektionen ab in Bakterien werden aus dem Blutkreislauf effektiv entfernt. Eine weitere wichtige Aufgabe, die Regulierung der Blutgerinnung. Je gesünder deine Leber, desto besser verheilen Wunden. Bilirubin ist ein wichtiger Faktor. Bei einigen Menschen kann es zu einer Gelbfärbung der Haut und Augen kommen, denn die Leber balanciert ebenfalls den Bilirubinhaushalt aus. Ist sie in ihrer Funktion gestört, zum Beispiel im Falle der Fettleber, kommt es zu diesen Erscheinungen. Bilirubin ist ein Gallenfarbstoff, welcher beim Abbau von rotem Blutfarbstoff auch genannt Hämoglobin entsteht. Es bindet sich im Anschluss an das Eiweiß Albumin. Hier spricht man dann von indirektem Bilirubin, welches dann zur Leber gelangt. Die Nebenprodukte deiner Galle gelangen in deinen Darm und werden dann in Form von Kot ausgeschieden. Die Nebenprodukte deines Blutes werden von deinen Nieren gefiltert und in Form von Urin ausgeschieden. Die Leber reguliert den Hormonhaushalt. Ein hormonelles Ungleichgewicht kann auf eine gestörte Leberfunktion hinweisen. Deine Leber selbst produziert zwar keine Hormone, baut diese jedoch ab, wie zum Beispiel das Stresshormon Cortisol und Testosteron und natürlich Östrogen. Östrogen wird von der Leber in die Gallensäure abgegeben und die Gallensäure fließt nun durch deine Verdauung zu deinem Darm. Wenn du ballaststoffreich isst, reduzierst du den Gehalt an Östrogen in der Gallensäure. Besonders bei Frauen in den Wechseljahr ist eine gesunde, funktionierende Leber von großer Bedeutung. Denn gibt es im jeweiligen Zyklus ein Problem, beim jeweiligen Abbau, entsteht folglich eine Hormondominanz. Sie erfüllt außerdem die besondere Aufgabe, 60% des inaktiven Schilddrüsenhormons T4 in die aktive Form T3 umzuwandeln. Ebenfalls wird das Hormon Vitamin D in der Leber in die aktive Form Vitamin D3 umgewandelt. Wie sind deine Nieren aufgebaut und welche Aufgaben und Funktionen erfüllen sie für dich? Finde es gerne in den nächsten Episoden heraus. Zitat des Tages: Wer die Geschichte seines Organs kennt, weiß, wie man es gesund hält.